Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We talk about that Jesus is not yet come back because he wants many more people to be saved. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, weil er will, dass noch viele Menschen gerettet werden. And then we talked about the home invasion. Dann haben wir über den Einbruch in ein Haus gesprochen. The original Greek says a thief. Im griechischen Original heißt es ein Dieb. So don't let Jesus come back like that for you. Lass nicht zu, dass Jesus auf diese Weise für dich zurückkommt. And then Peter continues to say the atmosphere will be set on fire and vanish with a horrific roar. Dann sagt Petrus weiter, die Atmosphäre wird in Flammen aufgehen und sich mit einem schrecklichen Getöse auflösen. And the heavenly bodies will melt away as in a tremendous blaze. Und die Himmelskörper werden wie in einer gewaltigen Feuersbrunst dahinschmelzen. So many people have had so many speculations about this verse. So viele Menschen haben über diesen Vers schon so viele Spekulationen gehabt, What exactly it might mean. was genau er bedeuten könnte. I tell you what I believe it means. Ich sage dir, was ich glaube, dass es bedeutet. Everything will be destroyed by fire. Alles wird durch Feuer zerstört werden. I don't find a lot of exact detailed biblical teaching what it will look like. Ich kann nicht wirklich viele detaillierte biblische Lehren darüber finden, wie das aussehen wird. But what I do find is that the earth and the earth, the heavens, the atmosphere will be destroyed by fire. Aber ich habe herausgefunden, dass die Erde und die Atmosphäre durch Feuer zerstört werden. And I've learned that if the Bible says something but doesn't give explaining details, Ich habe gelernt, dass wenn die Bibel etwas sagt, aber keine Details dazu erklärt, then we can leave it just like that. wir es einfach so stehen lassen können. If one person mentions something and there's so many other Bible verses that explain, that's one thing. Es ist eine Sache, wenn in einer Bibelstelle etwas erwähnt wird und es viele Bibelstellen gibt, die diese Sache ebenfalls erwähnen. But I do not find this explained anywhere in the Bible. Aber hier finde ich dazu keine Erklärung in der Bibel. So we simply have to believe that there comes a time that what we see is going to disappear by fire. Wir müssen also einfach glauben, dass es eine Zeit geben wird, in der alles, was wir sehen, durch Feuer verschwinden wird. And then he says the earth and every activity of man will be laid to bear. Dann sagt er, die Erde und alles Tun der Menschen wird aufgedeckt werden. Remember the context. Erinnere dich an den Kontext. The context starts really in chapter 2. It doesn't start in chapter 3. Der Kontext beginnt eigentlich schon in Kapitel 2, nicht erst in Kapitel 3. Where these people who were part of them and then they completely left the faith and yet they snuck back into their community. Es gab Leute, die zu ihnen gehörten, dann aber den Glauben komplett verließen und sich doch wieder in die Gemeinschaft zurückschlichen. Peter's warning of these people. Petrus warnt vor diesen Leuten. And then Peter, said that they now are mocking, saying, so where is your Jesus? Und sagt, dass sie sich jetzt über sie lustig machen, indem sie sagen, wo ist denn euer Jesus? That's the context he's talking. Das ist der Kontext, über den er spricht. And then he's making it very clear, all of this will come to an end. Er macht dann sehr deutlich, dass das alles ein Ende haben wird. And I really, really like what he's encouraging us with here. Und mir gefällt wirklich sehr gut, wie er uns hier ermutigt. This is all laid bare. That means whatever man has done will be shown for everybody else. Das alles wird dann aufgedeckt sein. Was bedeutet, dass alles, was der Mensch getan hat, für alle anderen sichtbar sein wird. The laid bare means it's for everybody to see. Denn aufgedeckt bedeutet, dass es für alle sichtbar ist. But look to which conclusion he comes. Doch schau, zu welchem Schluss er kommt. Since all these things are on the verge of being dismantled, Da alle diese Dinge kurz davor sind, aufgelöst zu werden, don't you see the importance of living a holy life? seht ihr nicht, wie wichtig es ist, ein heiliges Leben zu führen? So basically, Peter is saying, guys, life on this earth is not permanent. It's very temporary. Im Grunde sagt Petrus also, Leute, das Leben auf dieser Erde ist nicht von Dauer, es ist zeitlich begrenzt. Jesus will come back and bring all of this to conclusion. Jesus wird wiederkommen und das alles zu Ende bringen. Because of this, we need to give a response. We owe Jesus a response. Deshalb müssen wir darauf reagieren. Wir sind Jesus eine Reaktion schuldig. It's almost like the wedding day is coming and the bride is still not even caring about the bridegroom. Es ist in etwa so, als käme der Hochzeitstag und die Braut kümmert sich nicht einmal um den Bräutigam.
doesn't make sense. Das macht keinen Sinn. Just in the same way it doesn't make sense for Christians who believe in the return of their beloved bridegroom don't live holy lives. Genauso wenig macht es Sinn, dass Christen, die an die Wiederkunft ihres geliebten Bräutigams glauben, kein heiliges Leben führen. And the Passion expresses it even stronger here. Die Passion-Übersetzung drückt es hier noch deutlicher aus. We must be consumed with godliness. Wir müssen von Gottes Furcht verzehrt werden. Peter is the one who told us. Petrus ist derjenige, der uns sagt, In the first letter that he wrote, im ersten Brief, den er schrieb, that we have been given everything that we need for life and godliness. dass uns alles gegeben ist, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. If we have been given everything to live godly, that means we're supposed to use everything to live godly. Wenn uns alles gegeben wurde, um ein gottgefälliges Leben zu führen, bedeutet das, dass wir alles nutzen sollen, um gottgefällig zu leben. It's a normal response. Das ist eine ganz normale Reaktion darauf. Peter says that's what has to consume us. Petrus sagt, das muss uns verzehren. But he's telling us again why we are supposed to be so serious about living godly and holy. Aber er sagt uns noch einmal, warum wir es so ernst nehmen sollen, gottesfürchtig und heilig zu leben. Look at verse 12. Schau dir Vers 12 an. While we anticipate and help to speed up the coming of the day of God. Während wir den Tag des Herrn erwarten und dazu beitragen, ihn zu beschleunigen. Think the day of God is the return of Jesus Christ. Bedenke, dass der Tag des Herrn die Wiederkunft Jesu Christi ist. And Peter here makes a very mysterious statement. Und Petrus macht hier eine sehr geheimnisvolle Aussage. He said that we anticipate, that means we're really, really looking forward to it. Er sagt, dass wir ihn erwarten, das heißt, dass wir uns wirklich auf ihn freuen. But he actually says that we can speed up the coming of the day of God. Aber er sagt auch, dass wir das Kommen des Herrn, diesen Tag, beschleunigen können. How can Christians make the coming of the day of the Lord quicker? Wie können Christen das Kommen des Herrn beschleunigen? I thought it's a certain day that God has already decided and nobody can change. Ich dachte, es ist ein bestimmter Tag, den Gott schon beschlossen hat und den niemand mehr ändern kann. That's what a lot of Christians tell me. Das sagen mir viele Christen. In their theology, it's already decided, it's always been decided, and one day it'll just happen. In ihrer Theologie ist es schon entschieden, es war schon immer entschieden und eines Tages wird es einfach passieren. But Peter's telling us something different here. Aber Petrus sagt uns hier etwas anderes. What Peter seems to say is that we can influence the day. Which day it will be when he comes back? Petrus scheint zu sagen, dass wir den Tag, an dem er wiederkommt, beeinflussen können. So the question is, how can we make that happen? Die Frage ist also, wie können wir das machen? And we're going to answer that question tomorrow. Wir werden diese Frage morgen beantworten. See you guys. Bis dann, Leute.